Guten Morgen. Ahoi, ihr Landratten. Wir kommen bald an. Ich habe wunderbar geschlafen. Ja, ist alles ganz entspannt hier, kein Vergleich zu griechischen Ferien. Sie haben sogar das Licht abgedreht in der Nacht. Ganz angenehm. War echt super. Der Lärm war okay, das Schaukeln war okay, die Leute waren okay. Und jetzt haben wir Frühstück. Joghurt mit Beeren. Frühstück im Bett. Ja. Auf den Toiletten gibt es neben den Waschbecken auch ein eigenes Kotzbecken mit Haltegriff. Man kann es nur spülen. Und es gibt sogar gratis öffentliche Duschen und die sind gar nicht so schlecht. Da waren wir schon mal. Ja, vor ein paar Monaten. Da haben wir damals geparkt. Ganz teuer. Aber heute finden wir vielleicht einen besseren Parkplatz. Ich könnte eigentlich ein ganzes Video machen, das eigentlich dasselbe beinhaltet. So, da waren wir damals, da waren wir damals. Unser Parkplatz. Ja, und Dani versucht gerade ein Parkticket zu lösen. Das ist ein bisschen schwierig. Klappt das? Nein? Der Automat, der mit Karte funktioniert, ist ein anderer und der hat kein Papier mehr. Oh Gott. Hast du schon erzählt? Naja, also wir hatten zuerst keine Münzen. Dann hat uns eine Dame Münzen geschenkt. Aber dann nimmt er den einen Kuna nicht. Das heißt, wir haben nur 9 Kuna, aber Mindestparkzeit ist 10 Kuna. Das heißt, das geht nicht, mit Schein geht nicht und mit Karte geht jetzt nicht, weil der kein Papier mehr hat. Also wir müssen entweder einen Kuna auftreiben oder wechseln wir. Ja, probieren wir nochmal, ob der den einen nimmt. Bitte warten. Ja, ein Ticket! Das waren 12:09 Uhr. ein netter Herr hat uns jetzt 11 Kuna geschenkt und damit ging es jetzt, dass wir ein Ticket ausdrucken. Dubrovnik selber ist so schön. Also diese engen Gassen, das ist alles so sehr viel Höhenunterschied gebaut. Aber halt auf den Hauptrouten ist auch jetzt schon in der Vorsaison so viel los. Und wenn man so in diesen Nebengassen ist, ist Dubrovnik so schön. Und auch für sowas ist die Geländeuntersetzung wirklich praktisch, weil sonst müsste man so viel Kupplung schleifen lassen.
Wir sind jetzt durch kleine Dörfer und Straßen gefahren und haben jetzt einen ganz, ganz schönen Ausblick auf Dubrovnik. Ganz alleine. Ich glaube, das ist nicht so die übliche Straße, die man da nimmt. Und das ist echt normalerweise schön. auf den Hügel vor uns, da geht die Seilbahn hoch. Ja. Wie eine Ansichtskarte. Voll. Kroatien ist einfach so schön. Und man kann schon sagen, wir waren schon an vielen Orten, aber Kroatien ist wirklich immer schön. Wenn man in Kroatien entlangfährt an der Küste, dann kommt man ja irgendwann nach Bosnien-Herzegowina für kurz. Und da haben wir jetzt kurz einen Stopp gemacht und uns Burek und Trinkjoghurt besorgt. Und das ist so gut und so günstig, es ist so verrückt. Und es gibt hier ein schönes Hotel mit Ausblick um 20 € mit Frühstück und ich glaube, das werden wir nehmen. Und was uns auf die Idee gebracht hat, war wirklich dieses Schild am Straßenrand. Da haben wir unser Burek gekauft und da steht das Schild. Und ja. Das ist günstiger als in Camelback in Spanien. Das stimmt, ja. Und früher hätte ich mir gedacht, dem bringt dieses große Schild da was mit 20 €, aber ja. Jetzt sind wir die sagen, oh, das wäre doch was. Hat gewirkt. Das wäre 20 € pro Person gewesen und Das war so eine das ist dann doch wieder ein bisschen viel. Und campen ist eh schöner. Naja, ja, wir können in Kroatien dann schauen. Wir haben da so ein schönes Fleckchen an einem See entdeckt und schauen mal, ob das gut für einen Schlafplatz geeignet wäre. Passt. Lauschig. Ja, schön. Mit See, Sonne, Sommer. Das ist super angenehm hier zu sein, weil das ist richtig schön schattig. Und wir haben genug Strom, damit wir 2 Tage mindestens bleiben können. Und ja, ein bisschen Video schneiden und wieder ein bisschen zur Ruhe kommen, weil wir uns ziemlich viel bewegt haben. Also streckemäßig in den letzten Tagen. Und Dani trägt schon wieder Steine herum. Nicht so viel. Stimmt, wir essen aber nicht sehr viel, aber wir können ja mal Vorräte aufbrauchen. Ich habe gerade meine Jacke bewegt und da war eine kleine Biene drinnen, leider schon tot. Aber die ist ganz schön hübsch. Echt schöner Ausblick. Während wir Mails beantworten. Es ist draußen so schön. Das ist schön still. Ja, richtig schön zum Entspannen. Ja, und wir haben ja unterwegs jetzt auf der Reise viel mit Leuten gesprochen, die einfach andere Reiseentwürfe und andere Lebensentwürfe haben als wir. Und die meisten halt als Unterschied haben einen festen Raum und beneiden uns über unsere Offroad-Qualitäten. Und wir wiederum beneiden sie um ihren Raum. Und ich meine, für Schönwetterreisen ist sicher klar, dass das Dachzelt das Beste ist. Aber auch für schlechtes Wetter finde ich es jetzt im Nachhinein mit der Heizung ist eigentlich die ideale Kombination. Und auch wenn es auf der Straße laut ist und auch wenn die langen Autobahnpassagen oder Landstraßenpassagen halt Kilometer machen, wenn das unbequem ist und laut und heiß jetzt im Sommer, finden wir trotzdem, dass der Defender wirklich, also so wie wir ihn haben, mit dem Konzept, mit der Küche hinten und das Dachzelt nach hinten aufklappen, dass man trotzdem einen regengeschützten Bereich zum Kochen hat. Und wenn man kocht, dass der Dunst halt teilweise ins Auto, aber eben auch großteils hinauszieht. Das ist schon super. Wir haben mit vielen Leuten eben darüber geredet und gesagt, also das Beste ist es nicht und wir wollen ihn wahrscheinlich verkaufen irgendwann mal. Und ja, ich weiß nicht, jetzt macht sich irgendwie so trotzdem diese Einsicht breit, dass es
wirklich eine der coolsten und besten Möglichkeiten ist, so zu reisen. Und ja, das ist schön, jetzt irgendwie so gegen Ende der Reise, dass man das mit Frieden abschließt und nicht sagt, oh ja, endlich ist es aus, kein Frieren mehr und so. Und ja, das ist ganz schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Lustig, da ist gerade ein Auto vorbeigefahren und das hat es nicht gesehen. Eine Schildkröte. Was? Ich habe gesagt, dass das langsam ist. Heute ist nicht sehr viel passiert. Daniel hat wieder 2 Videos gemacht. Wir haben Kommentare beantwortet, gelesen, ausgeruht, den Sommer genossen eigentlich schon. Uns nicht bewegt. Ja, und sie über die Schildkröte gefreut. Eine schöne Thrombose. Ja, und morgen geht's weiter. Wir haben uns nicht weiter als im Umkreis von 2-3 Metern vom Auto bewegt. Das stimmt, ja. Wir waren Den aber ganzen trotzdem viel Tag. draußen. Ja, das stimmt. Gute Nacht, bis morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Und 130 Kilometer gibt es eine Dusche. In 130 Kilometer ist nämlich Troge, wo wir im Sommer schon mal waren. Und da würden wir im Sommer gerne arbeiten, diesen Sommer. Und dafür braucht man einmal eine Arbeitsbewilligung, weil Kroatien da so eine Sonderregelung hat, obwohl es in der EU ist. Und da werden wir morgen, also morgen ist Montag, zur Polizei schauen und das beantragen. Und wenn das klappt, dann arbeiten wir im Sommer jede 2. Woche in der Marina und an den Wochenenden. Und dazwischen reisen wir dort im Umkreis, also Kroatien, Albanien, Montenegro, Bosnien und so weiter. Und ja, machen weiter Videos, aber jetzt schauen wir mal erst, wie das bei der Polizei ist und ob das alles klappt. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zur Bäckerei, um ein Frühstück zu holen. Da rechts unten haben wir geschlafen. Wir sind jetzt gleich in der Stadt Omiš und da mündet so ein großer Fluss ins Meer aus so einer richtig schönen Schlucht und schaut richtig, richtig schön aus. Und auch jetzt bei dem Wetter. Wir sind jetzt schon in Troge und ich habe ganz vergessen, wie schön das ist. Also die Altstadt haben wir schon so als Aussicht gesehen. Mit diesem Turm und so. Und wir fahren jetzt mal zur Marina und schauen, wo wir heute schlafen werden. Und ja, schon ganz schön, ja. Wir sind jetzt in der Marina und es ist so schön hier, dieses Wetter, die Boote, alles. Boah. Ja. Nein, die macht gerade aus, auf welchem Boot wir heute übernachten. Oh cool. Aber das ist kein Problem. Wir haben jetzt mal gepackt und jetzt werden wir spazieren gehen und essen gehen und ja, uns ein bisschen freuen, dass wir jetzt da sind und dass es so schön ist. Und ja, wir sind ein bisschen aufgeregt wegen morgen, ob das alles klappt und ist auch nicht, was genau wir da alles brauchen. Und ja, schauen einfach, dass wir das möglichst gut erledigen und hoffen, dass es dann gut wird. Ja, und jetzt freuen wir uns einfach mal, dass wir da sind.